Hallo, ein neues Event in Forge of Empires steht vor der Tür. Nachdem InnoGames mit dem St. Patrick's Day Event mal etwas Neues ausprobiert hat, kehren wir nun zu der altbekannten Mechanik zurück. Das Frühlingsevent wird also exakt wie sein Vorgänger im letzten Jahr und auch der Großteil der anderen Events. Um trotzdem eure Aufmerksamkeit zu behalten, zeige ich euch hier schon mal ein süßes Origami-Häschen. Link zur Bastelanleitung in der Videobeschreibung. Wo war ich? Ach ja, es verschlägt uns wieder ins schöne Japan. Auf dieser Reise erwarten uns 62 Quests, von denen 41 direkt verfügbar sind und die restlichen täglich freigeschaltet werden. Das Event läuft dementsprechend 20 Tage und startet sehr zeitnah auch auf den Live-Servern. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Als Belohnung für jede abgeschlossene Quest beim täglichen Einloggen und dem Einsammeln von Ereignissen rund um eure Stadt erhaltet ihr wieder Laternen, die im Eventfenster eingesetzt werden können, um euren Frosch zu einem seiner Origami-Freunde springen zu lassen. Da ich vergessen habe, dieses Szenario aufzunehmen, bevor das Event auf dem Beta-Server endete, hier nun eine symbolische Darstellung eines solchen Ereignisses. Je nachdem, zu welchem Tierchen ihr gesprungen seid, habt ihr dann die Chance auf bestimmte Preise, darunter auch immer den aktuellen Tagespreis. Die Origami-Tiere treten in 4 unterschiedlichen Farben auf: Weiß, Bronze, Silber und Gold. In dieser Reihenfolge steigt auch die Anzahl der Laternen, die ihr pro Tier einsetzen müsst. Während ihr mit den teureren goldenen Tieren eine Strecke von immerhin 4 Seerosenlängen zurücklegt, bringen euch die weißen Tiere nur eine Seerosenlänge voran. Ziemlich unrealistisch, wenn ich nochmal an das Beispiel von vorhin erinnern darf. Zwischen diesem Frosch und diesem weißen Hasen liegen locker auch mindestens 4 Seerosenlängen. Jedenfalls müsst ihr insgesamt 25 Seerosenlängen zurücklegen, um einen Hauptpreis zu erhalten. Geht es euch nur um die Hauptpreise, so sind die silbernen Tierchen eure erste Wahl. Dann die goldenen, dann Bronze und dann im absoluten Ernstfall die weißen. Geht es euch um möglichst viele Tagespreise, so sind die goldenen Tiere eure schlechteste Wahl. Die silbernen teilen sich das untere Mittelfeld mit der weißen Maus und empfehlenswert wären die bronzenen Tiere oder der weiße Schmetterling. Ganz an der Spitze jedoch ungeschlagen das weiße Kaninchen. Wer kann zu diesen süßen Augen schon Nein sagen? Nehmt das Karnickel. Die sortierbare Liste sowie alle Quests und Preise findet ihr im Fandom-Wiki-Eintrag zum Event. Ein Link dazu natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Jeder zweite Hauptpreis ist übrigens ein Kit für das neue Hauptgebäude, die Hanami-Brücke. Diese besitzt 8 Stufen und ihr könnt bei dem letzten Level zwischen der Mikawa-Brücke und der Mikoto-Brücke entscheiden. Also entweder mehr Forge-Punkte und Güter oder 12 bis 22% Angriffsbonus für eure verteidigende Armee. Während der Questreihe bekommt ihr neben insgesamt 1800 zusätzlichen Laternen auch noch das Hauptgebäude Stufe 1 sowie 2 Upgrade-Kits. Ihr braucht also nur noch 5 weitere über die Hauptpreise erhalten. Das macht 9 Hauptpreise insgesamt, also 225 Seerosenlängen. Da ihr insgesamt 8020 Laternen durch den Eventstart, tägliches Einloggen, das Abschließen der Questline und die Meilensteine während der Questline bekommt, dürft ihr pro Seerosenlänge maximal 35,64 Laternen ausgeben. Schauen wir uns die durchschnittlichen Kosten aller Tiere an, sehen wir, dass das gar nicht möglich ist. Selbst die beiden günstigsten Tiere, der Waschbär und der Schwan, kosten jeweils 36,67 Laternen pro Seerosenlänge. Also müssen wir anders an die Sache rangehen. Wie viele Laternen müssen wir zusätzlich durch Ereignisse sammeln, um genügend Kits zu bekommen? Gehen wir davon aus, dass wir immer wenigstens irgendein silbernes Tierchen bekommen und die Chance auf jedes silberne Tierchen gleich groß ist, so bekommen wir durch eine semi-komplizierte stochastische Berechnung den Durchschnittspreis für ein silbernes Origami und kommen letztendlich auf 306 fehlende Laternen. Auch das ist, denke ich, noch mit Ereignissen machbar, da diese in der Regel zwischen 5 und 500 Laternen bringen, wobei dort die Chancen natürlich bei kleineren Mengen deutlich größer sind. Es sollte eher ein Einzelfall sein, dass kein silbernes Origami zur Auswahl steht. Deswegen lohnt es sich nicht wirklich, diese Berechnung für weitere Tiere durchzuführen. Sollte doch mal dieser Fall eintreten, dass ihr das nächstbeste, also ein goldenes Tier wählen müsst, so ist die Differenz zum Durchschnitt der silbernen Tiere die Anzahl an Laternen, die ihr mehr sammeln müsst. Habt ihr also beispielsweise einmal den Löwen, so müsst ihr insgesamt schon mal 307 statt 306 Laternen durch Ereignisse sammeln. Und nach dieser ganzen unnötig komplizierten Mathematik nun ein fröhlicher Hund zur Entspannung. Fein, ja, fein machst du das. Fahrt ihr übrigens die Strategie, dass ihr voll auf Tagespreise geht, werdet ihr wahrscheinlich nur ca. 190 Seerosenlängen schaffen, damit nur 7 Hauptpreise und somit 4 von 5 nötigen Kits durch die Hauptpreise.
Darauf kommen wir, wenn wir wieder davon ausgehen, dass irgendeiner der besten 3 Origami immer zur Verfügung steht und die Chance auf diese gleich groß ist. Steht einmal keiner dieser 3 zur Verfügung, schafft ihr sogar noch etwas weniger. Übrigens kann man unter derselben Annahme auch direkt berechnen, wie viele Hauptpreise ihr circa bekommen könntet. Um es kurz zu machen, ihr werdet circa 114 Sprünge haben und somit circa 12 Tagespreise kriegen können. Wie gesagt, wenn ihr strikt voll auf Tagespreise spielt. Hier kurz der Hinweis, dass das jetzt alles Näherungsrechnungen waren. Das sind keine exakten Werte. Dazu müsste man die genauen Chancen des Auftretens jedes einzelnen Tieres kennen. Fazit: Es wird ziemlich knapp, das Hauptgebäude kostenlos voll auszubauen, sollte aber in der Regel möglich sein, wenn ihr auf Hauptpreise spielt. Schreibt mir nach dem Event gerne in die Kommentare, ob die Schätzung bei euch ungefähr hinkam und ob ihr es cool findet, wenn man das überhaupt vorher schon ausrechnet. Ich nämlich nicht. Wozu soll ich ein Event spielen, wenn ich vorher schon weiß, wie oft ich welchen Knopf drücken kann und wie viele Preise ich dafür bekomme? Aber nun gut, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir hören uns im nächsten Video wieder. Sagt Tschüss, Foxy. Fein. Bis dahin, ciao.